Lassen Sie uns jetzt mal über die Homöopathie sprechen und die Einschätzung, die in den Medien und der Politik überwiegend verbreitet wird. In den gängigen Medien, in der Politik heißt es, die Homöopathie wäre eine Pseudomedizin, die wissenschaftlich widerlegt wäre. Stimmt das wirklich so? Es gibt eine Meta-Analyse, die von einer Frau Schang und einem Herrn Egger durchgeführt wurden. Meta-Analysen betrachten jetzt verschiedene Studien und versuchen durch einen Überblick dieser Studien eine prinzipielle Beurteilung einer Therapie zu erreichen. Ausgewählt wurden 110 Studien, die randomisiert, also zufällige Patientenzuteilungen erhielten und placebo kontrolliert waren, also mit einem Scheinmedikament, das einem Teil der Gruppe verabreicht wurde, kontrolliert wurden. Bei diesen 110 Studien zeigt sich ein ganz überwältigender, statistisch nachweisbarer Erfolg für die Homöopathie. Warum kam nun die letztlich veröffentlichte Untersuchung, die wurde sogar im Lancet, also im wissenschaftlichen Magazin, das eigentlich hohe Qualität aufweisen sollte, publiziert, 2005. Es gab ursprünglich 110 Studien und mit einer überragenden Bestätigung der Homöopathie, die statistisch hochsignifikant der Placebo-Gruppe überlegen war. Dann wurden die Studien so aussortiert, dass nur mehr 8 Studien übrig blieben. Also von 110 waren auf einmal nur mehr 8 da, die ausgewertet wurden. Angeblich deswegen, weil sie ein größeres Patientenkollektiv umfassten. Weil mehr Patienten in diesen Studien waren. Das ist aber mathematisch überhaupt nicht das entscheidende Kriterium. Das weiß jeder Statistiker und jeder Mathematiker, dass es um die Signifikanz in der Statistik geht, nicht um die Anzahl der Probanden. Und wenn man dieses Kriterium nun so anwendet, dann zeigen diese 8 Studien keinen signifikanten Erfolg für die Homöopathie. Waren das nun wichtige Studien? Nein. Die wichtigste Studie war zum Beispiel die Vorbeugung von Muskelkater. Die Homöopathie behauptet aber niemals, dass sie vorbeugend gegen eine Krankheit wirkt, sondern die Homöopathie behandelt ganz klar Symptome einer Erkrankung. Das heißt, es wurde eine Indikation ausgewählt, die überhaupt nicht von den Homöopathen behandelt wird. Die Vielfalt dieser 8 Studien, die ganz unterschiedliche Indikationen umfassten, bewies in keiner Weise, dass die Homöopathie unwirksam wäre, sondern ganz im Gegenteil. Es bewies, dass die Forscher Studien ausgesucht hatten, die ungeeignet waren, sich mit dem Thema Wirksamkeit der Homöopathie überhaupt zu befassen. Die Studie wurde im Lancet 2005 publiziert unter Schang und Egger. Diese Studie kann man jederzeit finden und wir haben sie auch in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist kein Geheimnis. Dort werden Sie feststellen, dass 110 Studien am Anfang eine überwiegende statistische Signifikanz für die Homöopathie zeigte, aber durch Selektion von bestimmten Studien nur 8 übrig blieben, die diesen Effekt
nicht zeigen konnten. Warum haben sich nun diese Professoren dazu hinreißen lassen, mit einer wissenschaftlich fragwürdigen Methode die Homöopathie zu zerstören? Gab es da vielleicht finanzielle Interessen? Die Homöopathie ist ja eine der billigsten Formen der Medizin. Oder waren das ideologische Interessen? Die Homöopathie ist eine Methode, die auf den ersten Blick nicht plausibel erscheint. Es werden Substanzen verwendet, die dann in verschiedenen Schritten immer weiter verdünnt und verschüttelt werden, bis letztlich nichts mehr von der eigentlichen Substanz übrig bleibt. Der gesunde Menschenverstand scheint uns da zu sagen, dass so eine Medizin nicht wirksam sein kann. Trotz allem berichten viele, viele Patienten, und das seit Mitte des 18. Jahrhunderts, dass die Homöopathie eine wirksame Behandlungsmethode wäre. Vielleicht also ein Placebo-Effekt. Die Studien, die vorliegen, zeigen aber, dass die Homöopathie wirksamer ist. Es wurde eine Studie durchgeführt von der Universität München, die ganz klar einen Erfolg, eine höhere Wirksamkeit der Homöopathie gegenüber Placebo zeigte, und zwar 2,3-fach höher in der Wirksamkeit. Wir müssen prinzipiell in der Medizin, in der Wissenschaft unterscheiden zwischen Effektivität einer Substanz und dem Wirkmechanismus. Wenn wir eine Effektivität beobachten, spricht das nun für die Therapie, aber es kann sein, dass der Wirkmechanismus trotzdem nicht plausibel ist. Ich habe das früher immer mit der Schwerkraft verglichen. Keiner wusste sogar genau, wie die Schwerkraft entsteht. Erst in letzter Zeit gibt es Hinweise drauf. Und es ist aber nicht so, dass deswegen früher die Menschen vom Boden geschwebt wären, weil es keine plausible Erklärung für die Schwerkraft gab. Samuel Hahnemann, der ein Zeitgenosse Mozarts war, 1755 bis 1843 gelebt hat, war ein Wissenschaftler, ein begnadeter Arzt seiner Zeit, hochgebildet, belesen, der, so wie alle Ärzte, versuchte, Menschen zu helfen, die unter verschiedenen Krankheiten litten. Und er hat damals ein Verfahren, das in der Antike schon bekannt war, nämlich, dass man Ähnliches durch Ähnliches heilen kann, auf die Substanzen, die er gab, angewendet. Ein Beispiel ist ja das antike Drama, in dem quasi auf der Bühne eine dem Leben ähnliche Situation dargestellt wurde, um beim Zuschauer eine Reinigung, Katharsis zustande zu bringen. Samuel Hahnemann hatte quasi ein Schlüsselerlebnis, und zwar hat er sich mit der sogenannten China-Rinde beschäftigt. Die China-Rinde ist ein Mittel, das zur Fiebersenkung geeignet ist, auch heute noch bei bestimmten rheumatischen Formen eingesetzt werden kann. Und die Erklärungen, die es damals gab, nämlich dass es den Magen stärken würde, waren für ihn nicht schlüssig. Deswegen nahm er in einem Selbstversuch diese China-Rinde ein und beobachtete daraufhin, dass er Fieberschübe bekam. So wie ein Malaria-Patient. Und tatsächlich war damals die China-Rinde eines der wichtigsten Mittel gegen Malaria. Er schloss daraufhin, dass quasi eine Substanz, die ähnliche Symptome produzieren würde, diese Krankheit, die diese Symptome aufwies, heilen könnte.
Dieser Versuch wurde auch natürlich nachträglich kritisiert und in Frage gestellt, aber Hahnemann hat damals ein wichtiges Prinzip erkannt und gefunden. Die Homöopathie benutzt jetzt also zum Beispiel ein Mittel wie die Tollkirsche. Die Tollkirsche hemmt einen Teil des vegetativen Nervensystems, Parasympathikus wird der genannt, dann überwiegt der Sympathikus. Die Patienten kriegen große Pupillen, die haben einen heißen Kopf, die haben kalte Hände, die haben Herzklopfen, die schwitzen und so weiter. Und diese Symptomatik ähnelt jetzt zum Beispiel der Symptomatik eines Patienten mit hohem Fieber. Und nicht zuletzt deswegen ist nun Tollkirsche eines der wichtigsten Mittel für hohe Fieberschübe. Selbstverständlich wollte und konnte Hahnemann damals keinen Tollkirschensaft einsetzen. Hätte er zu Vergiftungen geführt. Also man sollte natürlich hochfieberhafte Patienten nicht zusätzlich vergiften. Und deswegen begann er, die Substanzen mehr und mehr zu verdünnen. Und damals ging er von einer Kraft aus, die diesen Substanzen innewohnt, versuchte dann durch Schütteln und Verdünnen und so weiter, eine Methode, die man Potenzieren nennt, quasi diese Substanz so zu befreien, dass sie nicht mehr giftig war. Heute würde man sagen, er hat möglicherweise die Information dieser Substanz gelöst von der Materie. Nun stellt sich die Frage, ist Information materiell oder nicht? Information ist nicht materiell. Nehmen wir zum Beispiel ein Buch mit dem Gedicht Erlkönig. Wenn wir dieses Buch nun analysieren lassen mit den feinsten chemischen Methoden und sagen dann, lieber Wissenschaftler, haben Sie denn in dem Buch einen Erlkönig gefunden? Würde er sagen, wir haben Zellulose gefunden, Druckerschwärze, Leim, was auch immer, aber ein Erlkönig war da nicht drin. Der Erlkönig ist die Information, das Buch ist der materielle Träger. Eine CD mit dem Violinkonzert von Mendelssohn Bartholdy enthält nichts von dem Geiger. Keine Haarschuppe, keinen Spreißel der Saite und auch nichts von Mendelssohn. Materiell, aber es ist die Information. Die Information ist immer nicht materiell. So könnte es sich bei der homöopathischen Wirkung um eine Information handeln. Durch die Weiterentwicklung der Naturwissenschaften bis Anfang des 20. Jahrhunderts dominierte eine materialistische, mechanistische Sichtweise der Welt. In dieser Philosophie, die der Schulmedizin immer noch zu eigen ist, die Schulmedizin hat quasi immer noch dieses materialistische, mechanistische Weltbild, ist die Homöopathie natürlich absoluter Unfug und Unsinn, weil keine Materie vorhanden ist, die wirksam sein kann. In der Wissenschaft, in der Physik gab es allerdings dann weitreichende Veränderungen durch die Relativitätstheorie und durch vor allem die Quantenphysik. Und in der Quantenphysik spielt Information und Bewusstsein eine ganz zentrale Rolle. Könnte es sich also bei der Homöopathie um Effekte handeln, die wir uns nicht mechanisch erklären können, aber über Information, über Quanteneffekte vielleicht? Der Wirkmechanismus der Homöopathie ist nicht aufgeschlüsselt, ist noch nicht erklärt. Die Behandlungserfolge der Homöopathie in bestimmten Bereichen, bei funktionellen Krankheiten nämlich, funktionelle Krankheiten sind welche, die sich auch spontan wieder verändern können, wie Neurodermitis, Migräne, Rheuma, Allergien, Asthma und so weiter, die also keine
keinen statischen Befund haben. Bei Krebserkrankungen ist es zum Beispiel sehr viel schwieriger. Da ist die Homöopathie meiner Erfahrung nach wesentlich weniger wirksam. Bei diesen funktionellen Krankheiten sieht man zum Teil wirklich spektakuläre Erfolge. Gerade bei Kindern, also ich habe es mehrfach erlebt, wie schwere Neurodermitis bei Kindern nach Gabe von 3 Globuli, kleinen Kügelchen, abgeheilt ist und es für immer. Bei Migräne, selbe, bei Asthma. Bei diversen Krankheiten auf einmal wie durch ein Wunder sind diese Beschwerden weg. Die Gegenseite sagt dann, das ist Placebo, das ist Einbildung, das ist Lüge und so weiter. Sogar, dass Tiere auf Homöopathie reagieren, wird nicht als Beweis gewertet. Also angeblich würde der Besitzer irgendwie unbewusst das Tier so beeinflussen, dass die Krankheit abheilt. Das ist ganz ehrlich gesagt wissenschaftlich absurd. Dazu eine kleine Anekdote vom Pferd. Ein Kollege von mir hatte ein Pferd und dieses Pferd ließ sich nicht verladen, es ging also nicht in diesen Pferdehänger. Man konnte machen mit dem Pferd, was man wollte. Es ging nicht in den Hänger. Nun musste der Kollege umziehen, und zwar ungefähr 150 Kilometer weg. Und er spielte tatsächlich mit dem Gedanken, dieses Pferd dorthin zu reiten. Allerdings schlug ihm ein Kollege vor, der sich mit Homöopathie befasste, gib diesem Pferd doch mal Staphysagra C30. Und der Kollege hat das getan, dem Pferd Staphysagra C30 gegeben, 3 Kügelchen und auf einmal ging das Pferd freiwillig in den Hänger. Und es gab dann verschiedene Wiederholungen, mal mit, mal ohne und so weiter. Bekam das Pferd Staphysagra C30, ging es freiwillig in den Hänger. Die Frage ist, glauben Pferde und Babys an Homöopathie oder Schweine oder Hühner? Das würde tatsächlich unser Wissen über das Bewusstsein und von dem Erkenntnisstand von Tieren wirklich revolutionieren? Oder ist an der Homöopathie tatsächlich etwas dran? Eine Wirksamkeit, deren Wirkungsweise wir eben noch nicht verstehen. Letzteres ist ja viel wahrscheinlicher als Ersteres, aber die Kritiker der Homöopathie, die Schulmediziner behaupten tatsächlich, dass der Placebo-Effekt auf Tiere und Säuglinge übertragen werden könnte. Da fragt man sich natürlich, warum ist denn die Schulmedizin nicht ebenso wirksam bei diesen Erkrankungen? Weil auch in der Schulmedizin ist der Placebo-Effekt der wichtigste und größte Effekt. Bei den sogenannten placebo-kontrollierten Doppelblindstudien sieht man immer, dass die Placebo-Gruppe eine enorme Verbesserung ihrer Beschwerden hat und die Verum-Gruppe, also die mit dem wirklichen Medikament, auch eine ebenso große Verbesserung hat, nur dann noch ein bisschen mehr. Und dieses bisschen mehr beweist dann quasi die Wirksamkeit des Medikaments. Aber es ist quasi so, wie die Zwerge, die von den Riesen auf den Schultern getragen werden. Ohne die Riesen, ohne den Placebo-Effekt, wäre die Schulmedizin fast unwirksam. Die Homöopathie hat Schwierigkeiten auch dadurch, dass es zahlreiche Strömungen gibt, zahlreiche unterschiedliche Meinungen, Annahmen. Da gilt alles, was Hahnemann geschrieben hat und dann vielleicht noch Kent oder Konstantin Hering, also quasi die Gründerväter der Homöopathie. Das gilt wie die Bibel und es dürfen keine neuen Erkenntnisse mehr einfließen. Das ist natürlich unwissenschaftlich und zerstört den Ruf der Homöopathie.
Deswegen auch die Homöopathie sollte nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführt werden. Das heißt, durch genaue Beobachtung, durch das genaue Erfassen, das objektive Erfassen der Symptome vor und nach der Behandlung, die Dokumentation, die wissenschaftliche Aufarbeitung. Es wären Studien nötig, die zum Beispiel die Schulmedizin mit der Homöopathie vergleichen. Beispiel: akute Nasennebenhöhlenentzündungen. Ist die Homöopathie besser oder schlechter als eine schulmedizinische Behandlung? Solche Studien gibt es. Und die Homöopathie ist der Schulmedizin überlegen. Also wenn man die Homöopathie dann kritisiert, sollte man sie doch mit der Schulmedizin vergleichen. Ich bin Schulmediziner, ich bin Wissenschaftler, ich bin aber auch ein Arzt, der offen ist für alle Möglichkeiten, um den kranken Menschen zu helfen. Das ist ja unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, einen Leistungskatalog abzurufen, ein Rezeptbuch in die Hand zu nehmen, um dort auf Seite 43 irgendeiner Leitlinie zu folgen, sondern wir sind individuell dem kranken Menschen verpflichtet. Und deswegen appelliere ich an Sie als Kollegen, an die Politik und auch an die Journalisten, mal offen zu sein und kritisch zu hinterfragen, was ist an der Homöopathie dran und was ist nicht. Und dann schlüssige Argumente zu finden und nicht sich auf ein Papier zu verlassen, das nur 8 Arbeiten zitiert, die zudem fragwürdig sind. In dem Sinne, wir lassen uns die Homöopathie nicht zerstören. Und bleiben Sie gesund. Es gibt keine Patienten, es gibt keine Therapeuten, es gibt nur Menschen.